Okay, meine Freunde, ich glaube, das werden wir wohl jetzt in nächster Zeit ein bisschen häufiger machen. Ja, heute geht es um Devin. Ich zitiere, der erste AI-Software-Engineer. Und das trifft ja genau die Themen, die ich in der letzten Zeit auch angesprochen habe mit euch. Und mindestens 10 Leute haben mir seit gestern von Devin erzählt. Und ich habe das Ding jetzt, seit ich davon gelesen habe, der Blogpost ist vom 12. März, ja, also von vor 3 Tagen, als ich das hier aufnehme, ist der 15. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken dazu gemacht und mir mal die Sachen genauer angeguckt. Wir wollen heute erstmal klären, was genau ist eigentlich Devin, der allererste AI-Software-Engineer? Was kann er jetzt schon? Was können wir damit tun? Und was bedeutet das eigentlich für uns? Das Ganze ist wieder so ein bisschen lockeres Video. Ich will euch so ein bisschen über meine Gedanken informieren, meine Meinung auch informieren, euch so ein bisschen in diese neue Richtung, in die gerade Informatik eigentlich geht, mit euch reden. Und da ich reden sage, meine ich auch tatsächlich reden. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn das Ganze hier ein Dialog wird. Also sprich, die Kommentare unten nutzen, um eure Meinung mir kundzutun und mir zu sagen, was ihr davon haltet. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, AI wird uns Softwareentwickler vollständig ausmerzen. Und es gibt Leute, die sagen, AI wird jetzt dann demnächst stehen bleiben und sich nicht mehr weiterentwickeln. So, das sind die beiden Hardliner, würde ich mal so sagen. Ich sehe mich eigentlich meistens immer ganz gerne in der Mitte, aber das besprechen wir gleich. So, ganz kurz auch noch, ich habe Claude 3 für euch schon für ITler getestet und für normale Menschen auch getestet und wie ihr darauf zugreifen könnt und alles. Das Video erscheint, also das für normale Menschen erscheint auf meinem anderen Kanal. Das Video für ITler logischerweise hier. Wir sind im Schnitt, das heißt, es sollte irgendwann so nächste Woche der Fall sein. Also das erste Claude 3 Video wahrscheinlich am Wochenende oder kurz drauf und das nächste halt, wenn es fertig geschnitten ist. Wir haben die Abstimmung dazu auf Instagram gemacht. An der Stelle vielleicht ganz kurzer Shoutout dahin, weil ich würde es wahnsinnig gerne sehen, dass wir da auch ein bisschen wachsen, weil ich da direkter mit euch interagieren kann. Stories sind halt einfach für mich so ein bisschen, ich teile da auch zum Beispiel die neuesten Hacks und sowas immer mal wieder in Stories und so kann ich halt relativ schnell auch mit euch interagieren, Fragen von euch erhalten und ja, ne, persönliche Nachrichten, alles bekommen. Das soll wirklich eine Art Dialog sein. Ich bin kein Experte dafür, was KI mit Softwareentwicklern machen wird. Das weiß niemand aktuell. Und jeder, der behauptet, er weiß es, der hat das Thema, der kommt entweder aus der Zukunft oder hat das Thema nicht verstanden. Also, keine Ahnung. Aber ja, lasst uns mit Devin starten. Also, Devin ist ein AI-Software-Engineer, das ist die Art und Weise, wie er beworben wird. Er wird entwickelt von Cognition oder cognitionlabs.com ist die Webseite und die haben jetzt gerade 21 Millionen nochmal dafür geraced, also bekommen an Funding. Das hört sich jetzt erstmal viel an für die einen, wenig für die anderen. Man muss dazu sagen, Cognition stellt selbst in dem Sinne keine KI her, soweit ich das weiß, sondern sie verwenden Software oder KI-Modelle von anderen und schreiben die Software, die quasi das Ganze vereinigt. Denn Devin ist im Endeffekt sowas wie ein AI-Agent. Wir haben das schon mal gesehen, als GPT-4 rauskam, hat man das relativ schnell gesehen, dann wurde es eine Weile still. Und jetzt entwickelt sogar OpenAI an ihrem eigenen AI-Agent und irgendwie jeder redet gerade nur von AI-Agents. Die Dinger sind im Endeffekt, ihr müsst es euch so vorstellen. Also, wir haben KI-Systeme, ja? Wir haben Open-Source-Systeme und wir haben Closed-Source-Systeme, die sind Closed-Source-Systeme sind sowas wie GPT-4, Gemini Ultra, Claude 3. So, das sind die großen 3 gerade und die sind nicht öffentlich in dem Sinne, weil wir können sie zwar benutzen, aber wir können sie nicht bei uns lokal ausführen. Die brauchen auch sehr, sehr viel Rechenleistung, sind sehr teuer zu entwickeln und allem, dafür aber sehr mächtig. Open Source hingegen haben wir vielleicht ein paar kleinere Modelle, die vielleicht nicht ganz so mächtig sind, aber die werden fein trainiert, also fein getuned, zum Beispiel, dass sie halt sehr, sehr gut Python-Code schreiben können, also nur Python-Code. So ein anderes Netz kann dann nur Rust-Code schreiben und eins kann nur Java, ne? Und eins kann dann nur To-Do-Listen schreiben, was man eben dafür braucht, so, ne? Also das sind so die KI-Systeme. So. Und diese, ihr könnt euch jetzt tatsächlich gerade bei Open-Source-KI so ein bisschen das Ganze so vorstellen, die kann jeder bei sich einfach lokal ausführen und die machen dann halt Dinge für euch. Bei den Closed-Source-Netzen kann ich aber einfach so eine Rolle definieren. Das haben wir im Prompt Engineering auch schon in der Tutorial-Reihe dazu gemacht. Da haben wir dann zum Beispiel gesagt, so du bist Python Senior Developer. Je detaillierter so ein Prompt ist, desto besser funktioniert es eigentlich so. Das Ding weiß dann im Endeffekt, okay, mein Kontext ist jetzt, ich entwickle Python-Code. So.
Und ein AI-Agent, wie zum Beispiel AutoGPT schon relativ lange, macht dann sowas wie eben Devin. Also er baut sich aus mehreren AI-Tools sein Optimum. Ja, das heißt, wir haben dann zum Beispiel, wenn wir jetzt mit GPT-4 rechnen, ich weiß nicht genau, was im Hintergrund verwendet wird bei Devin, das steht nicht so eindeutig dabei. Ich meine aber GPT-4. Und da sagen wir dann, okay, wir haben einmal GPT-4 mit der Rolle, du entwickelst Python-Code. Wir haben einmal GPT-4 mit der Rolle, du kannst Bash-Befehle ausführen. Wir haben einmal GPT-4 mit der Rolle, du weißt, wie Softwareentwicklung funktioniert, du kannst sowas verstehen. Und wir haben einmal GPT-4, das zum Beispiel browsen kann und dann eben die Ausgaben von Browsern verstehen kann. So, und die lassen wir jetzt miteinander agieren. Das sehen wir hier auch. Ich blende das immer mal wieder so ein bisschen ein. Sie haben ein paar Demos. In dem Fall hier musste Devin ein Llama 2 Benchmark schreiben. Llama 2 ist eine dieser Open Source KIs, die dann im Endeffekt getestet werden sollte. Ne? Und genau, die sollten gebenchmarkt werden von eben, also von einer neuen Software, von einem Tool, das Devin schreiben sollte. Dazu hat man einen Prompt reingegeben und dann hat Devin automatisch gesagt, yo, ich mache das hier mal. Und hat sich eben eine Ubuntu-Shell geholt und im Endeffekt dann die Dokumentation von dem jeweiligen Tool angeschaut im Browser. Also, ne, Browser ist immer so eine Sache. Wir gucken uns gerne Sachen im Browser an. Eine KI wird sowas eher als Source-Code lesen, aber es ist quasi dasselbe. Und dann eben tatsächlich Python-Code dafür geschrieben und das dann ausgeführt. Dabei tritt dann häufig mal ein Fehler auf. Und dieser Fehler wird dann automatisch debuggt, indem eben die Shell, also die KI, die Shell betreut sozusagen, gibt die Ausgabe an das Programm oder an den Programmierer, an das Programmierernetz und von dort wird dann zum Beispiel ein Print-Statement reingehauen, dann wird geguckt, was ist denn da eigentlich die Ausgabe und dann geht das wieder zurück. Und dann kann man da eben sehen, okay, das wurde jetzt debuggt, das wurde gefixt und ja, am Ende haben wir eine funktionsfähige Software. Das haben wir jetzt mehrere Male, also ich will erstmal ganz kurz auf den Aspekt eingehen, wie es funktioniert, das haben wir mehrfach jetzt gesehen, auch zum Beispiel das Ausführen von einem GitHub-Repository, was ja auch teilweise echt nicht einfach ist, wenn es dann irgendwie Fehler da drin gibt, dann werden teilweise auch wirklich diese Fehler gefixt und dann wird der Code von jemand anders einfach ausgeführt, so wie wir es eben brauchen. Es werden neue Apps geschrieben und dann auch tatsächlich schon deployed, also in dem Fall war es jetzt Game of Life, und es werden Fehler automatisch behoben. Im Endeffekt das, was wir auch schon gesagt haben. Aber echte Fehler, die dann halt auch wirklich ein Issue auf GitHub sind. So, im Grunde genommen ist das alles das, was Devin tut. Ja? Das heißt, wir können eben diese Fehler reparieren lassen, das Ganze bei uns ausführen und plötzlich haben wir die Möglichkeit, und wir können natürlich auch noch von vornherein einfach komplett die Software selbst entwickeln. So, damit haben wir die Möglichkeit, quasi Software zu entwickeln, zumindest kleine Software. Also die Sachen, die hier gezeigt werden, sind relativ eindeutig und klein und wahrscheinlich auch ein bisschen cherry-picked, das muss man dazu sagen. Devin schafft aktuell nicht alles. Also es ist kein, jetzt haben wir einen perfekten Software-Engineer, der nur auf KI basiert und nichts mehr weiteres braucht. So, Devin schafft tatsächlich nur in Anführungsstrichen oder so viel in Anführungsstrichen 13,86%. Und das ist viel. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein Benchmark, also ein SWE-Bench heißt das Ding, ein Software Engineering Benchmark. Dieser Software Engineering Benchmark testet, wie gut ein KI-System echte Issues von Django und Scikit-Learn, also zwei Frameworks in Python, eins für Machine Learning, Scikit-Learn, und das andere für API-Entwicklung in Python, also Django. Haben wir auch beides hier schon besprochen ein bisschen. Und da sind natürlich auch Fehler drin und die werden auf GitHub, weil sie Open Source sind, verwaltet und der Benchmark testet im Endeffekt, wie gut kann eigentlich ein KI-System in diesen Issues den Fehler finden, im Code reparieren und das dann wieder nicht zwar hochladen, das würde auch gehen, aber grundsätzlich damit umgehen. Und das ist schon beeindruckend, wenn da fast 14% der Issues behoben werden können. So, das ist schon einiges. Und jetzt, wenn wir das weiterdenken, und das ist so der Punkt, wo wir zwei Lager haben wahrscheinlich, so die einen sagen so, die anderen sagen so, aber wenn wir das weiterdenken und sagen, es wird besser und wir treffen auf keine Hürde, ja, dann wird das irgendwann natürlich, also ich meine, Devin ist auf jeden Fall schneller als ich das wäre, ja, weil es einfach schneller lesen kann, klar. Und dann gehen jetzt viele her und sagen, okay, das wird uns halt komplett ersetzen. Ne? Und da will ich so ein bisschen einhaken,
wo ich glaube, das ist nur so bedingt wahr. So, also zunächst einmal, wenn wir Issues auf GitHub schreiben, dann sind die immer auf einen Fehler zurückzuführen. Manchmal ist es ein Fehler, den ich direkt im Code sehe, also zum Beispiel ein Code-Audit. Und hier muss ich sagen, das kann jetzt schon zum Großteil von KI gemacht werden. Ich habe ein Code-Audit mit Claude 3 für den Benchmark durchgeführt. Ein großes Code-Audit auf 16.000 Zeilen Code. Und es hat tatsächlich ein paar Issues gefunden, die es dann reparieren kann. So, das Problem ist natürlich, ich müsste das jetzt noch selber irgendwie umsetzen und selber reparieren. Und dann müsste ich selber die Tests dazu schreiben. Ne? Das ist viel Arbeit. Und wenn ich jetzt so ein Software-Tool wie Devin habe, das dann zum Beispiel nicht mit GPT-4, sondern mit 5 funktioniert oder mit Claude 3 funktioniert, oder ich das vielleicht sogar anpassen kann, was geil wäre, dann könnte ich natürlich hergehen und sagen, okay, Devin oder Claude oder whatever, ne? Entwickel mal die Software für mich so weiter, wie ich sie wirklich haben wollen würde. Such mal selber Fehler raus, reparier die und alles. Und das wäre schon ziemlich beeindruckend. So. Das ist der Teil, den wir, glaube ich, gut automatisieren können, weil das eben auch geht. Und dann fragt man sich natürlich, okay, das ist jetzt wahrscheinlich bei vielen Informatikern aktuell oder bei vielen Softwareentwicklern gerade so ein bisschen der Hauptjob. Ich meine, nee, eigentlich nicht nur Softwareentwickler, eigentlich sogar Informatiker, wenn man so möchte. Weil Informatiker oder ITler, Entschuldigung, noch ein bisschen husten, Systemadministratoren müssen sehr häufig ein bestehendes Projekt, ein Softwareprojekt bei sich lokal ausführen, das dann administrieren, modifizieren und so weiter und das dann natürlich auch zum Laufen bringen und so halt gut zum Laufen bringen. Und da könnte ich mir vorstellen, ist das auch natürlich hilfreich, weil es kann Bugs fixen in Software, die wir benutzen. Das ist schon geil. Okay, also was genau bleibt dann für uns noch übrig? Nun, ich habe da jetzt schon relativ lange drüber nachgedacht, weil das natürlich auch so unsere Zukunft darstellt. So, was braucht eigentlich der neue Informatiker alles, wenn Softwareentwicklung zu einem gewissen Teil automatisiert wird? Wir brauchen auf jeden Fall immer noch die Möglichkeit, mit unseren Kunden diese Requirements rauszuarbeiten. Also was soll meine Software eigentlich können? Das sieht man bei Devin auch. Das ist im Endeffekt das, was im Prompt drin steht. So, wenn ich mit irgendwas zufrieden bin, also ich nehme jetzt mal hier das Game of Life Beispiel. Wenn ich damit zufrieden bin, dass es einfach, Game of Life halt ist, jeder weiß, was Game of Life ist. Oder man kann es googeln und dann weiß man, wie Game of Life aussieht. So, das ist so eine kleine Simulation, wo immer so ein Ding alleine kann nicht existieren. 2 Dinge reproduzieren sich und wenn es zu viele sind, dann sterben sie, weil sie keinen Platz mehr haben. So, das sind so kleine Bobbel, die dann einfach leben und wieder sterben und dadurch entstehen schöne Muster. Grundsätzlich weiß man, wie das alles ist. Grundsätzlich kann ich da auch danach suchen und finde dann sogar Code und kann den direkt bei mir ausführen. Das ist keine große Kunst in dem Sinne, weil man weiß, was dahinter steckt. Wo es schwierig wird, ist, wenn ich vage Informationen habe. Und ich kenne das aus 2 Perspektiven. Nämlich einmal aus der Perspektive, dass ich eine Software in Auftrag gebe, die für mich entwickelt wird. Und aus der Perspektive, ich entwickle Software für jemanden, der mir sagt, was er haben möchte. Also das ist tatsächlich so ein Ding. Man muss beide Perspektiven kennen. Sonst hat man kein Verständnis dafür. Das ist, ist einfach so ein Problem. Und immer ist diese Kommunikation super, super wichtig. Es ist wahnsinnig schwer herauszufinden, was das Gegenüber möchte, beziehungsweise sich dann auch dem Gegenüber auszudrücken und eindeutig zu sagen, wie es denn sein soll. Weil manche Sachen hat man einfach nicht bedacht. Sowas zum Beispiel. Ich mache hier mal ein ganz kurzes Beispiel, wo ich einfach auch falsch drüber nachgedacht habe. Wir haben bei der Bootstrap Academy, das ist die Lernplattform, ne, die ich entwickelt habe, beziehungsweise entwickeln lassen habe, zu einem 99%igen Teil, also ich weiß nicht genau wie viel Prozent, aber zu einem signifikanten Teil. Und da drin gibt es Quizfragen nach jeder Lektion. Also ihr könnt dort Informatik lernen, ne, mit den ganzen Videos, die wir hier auch auf YouTube haben. Und dort habt ihr dann halt noch Quizfragen dazu, die ich halt hier auf YouTube nicht stellen kann. Und diese Quizfragen, jedes Mal, wenn ihr eine beantwortet, wird euch ein halbes Herz abgezogen. Um Mitternacht werden die 3 Herzen, die ihr habt, wieder aufgefüllt auf 3 Herzen. Und so sollte sich das Wissen vertiefen. Es wird dabei nur beachtet, ob ihr eine Antwort abschickt. Und jedes Mal wird dieses halbe Herz abgezogen. Es wird nicht beachtet, ob ihr die Frage richtig beantwortet habt oder falsch. Und da war bei mir
nie der Gedanke da, dass das irgendwie zu Verwirrung führen könnte, dass es halt einfach gar nicht so gut ist. So, und da habe ich einfach zum Beispiel meine Requirements nicht richtig durchdacht, nicht richtig recherchiert und vor allem natürlich dann auch nicht richtig mitgeteilt. Also, wenn ich richtig recherchiert hätte oder mir richtig Gedanken darüber gemacht hätte, wäre wahrscheinlich besser gewesen, ich ziehe ein ganzes Herz ab, aber halt nur, wenn die Frage auch wirklich falsch ist. Weil das einfach mehr belohnt, wenn man die Frage richtig beantwortet. Und im Nachhinein müsste ich das natürlich jetzt ändern lassen. So. Und ich glaube, Informatiker wandeln sich gerade so ein bisschen in diese Richtung. Wir wollen, wir sind mehr als nur die Entwickler von der Software. Das ist der eine Punkt. Wir müssen mit unseren Kunden zusammen an dem Softwareprojekt arbeiten. Wir müssen überlegen, okay, was wollen die eigentlich damit erreichen? Wir brauchen dazu natürlich ein großes Domänenwissen. Wir müssen verstehen, was eigentlich dahinter steckt. Und die Software, die wir bauen, ist dann eher halt noch das, was das Ganze umsetzt, was wir erarbeitet haben. Und das ist gar nicht so einfach. Also Issues zu pflegen, Issues zu verwalten und wirklich detailliert zu beschreiben, was gemacht werden soll, was schief geht, was vielleicht auch nicht richtig ist, also gerade so Bugfixes oder sowas, müssen gut beschrieben sein. Dann ist das kein Problem. Und das müssen wir natürlich auch richtig machen. So, Dokumentation ist da extrem wichtig. Klar, natürlich Code-Dokumentation, was die Software tut und alles. Das kann man auch machen lassen von KI wahrscheinlich relativ bald. Aber gerade das, was soll es tun, können wir das vielleicht verbessern. So, sich wirklich mit dem Produkt auseinandersetzen. Weil wir sehen das sehr, sehr häufig und das kennt jetzt wahrscheinlich jeder Anwender auch. Eine Software verändert irgendwas und wir denken uns so, warum? Ne? Das macht gar keinen Sinn. Warum ist das jetzt so? Das wollen wir gar nicht. Und wir würden am liebsten eigentlich das Alte weiter benutzen und hätten 10.000 Mal lieber was anderes gefixt. So, und ich glaube, das ist eben so dieser Punkt, der wichtig wird. Wir sind da in einer fast schon sozialen Rolle. Wir müssen im Endeffekt die Requirements ausarbeiten. So, der zweite Punkt, der Devin einfach noch nicht kann, vielleicht auch nie ganz können wird, das weiß man noch nicht einfach. Devin ist ein Software-Engineer oder ein Projektplaner für sehr kleine Projekte. Ja? Diese Projekte, die wir hier gezeigt bekommen, sind sehr, sehr klein. Also im Grunde genommen ist das hier ein Benchmark für KI-Systeme. So, das Ding ist nicht groß. Also ich weiß natürlich nicht, wie cherry-picked diese Beispiele von Cognition Labs hier sind, die sie auf der Webseite zeigen. Vielleicht sind sie auch nur so ein bisschen ausgearbeitet, weil sie halt maximal 2 Minuten Videos haben wollten. Das weiß ich alles nicht. Ich weiß nicht, was alles geht. Ich bin auf der Warteliste. Niemand hat bislang in dem Sinne Zugriff darauf, außer eben die Leute, die sie ausgewählt haben. Und die Beispiele sind alle, die sie gezeigt haben, sehr, sehr klein. Das heißt, wir haben aktuell sowas wie eben ein Benchmark für Llama-Modelle. Das heißt, wir vergleichen deren Leistung auf verschiedenen Servern. Wir haben das Ausführen von ControlNet, also im Endeffekt eine Software, die wir schon online finden und die dann halt ein bisschen Fixing brauchte und die dann eben bei uns auch läuft. Und wir haben Game of Life und wir haben einen Issue in einer bestehenden Codebase und wir haben 13% oder 14% Software Engineering Benchmark, also quasi auf einem bestehenden Projekt da quasi einen Fehler zu reparieren. Was ich noch nicht gefunden habe von Devin, noch nirgends tatsächlich, falls ich da falsch liege, dürft ihr es mir gerne sagen, ist ein Projekt, das wirklich groß ist. Also ein großes Projekt, sagen wir mal, wir entwickeln Django from scratch, wirklich komplett neu. Ja? Also Django ist ja das, worauf der Software Engineering Benchmark läuft. Das ist diese Library und darauf wurden ja getestet, wie gut kann es Bugs fixen dafür. So, aber diese Bugs müssen natürlich alle erstmal erstellt werden. Und da ist die Frage, wie gut würde eigentlich Devin sowas from scratch entwickeln? Weil, wenn man sowas from scratch entwickelt, muss man die Architektur planen. Das heißt, man muss planen, wie arbeiten die einzelnen Module zusammen, wie arbeiten die Module intern, welche Klassen habe ich, welche Datenbankstruktur habe ich, all das habe ich von Devin noch nicht gesehen. Im Grunde genommen ist das hier, was Devin macht, relativ Low-Level-Arbeit. Wichtige Arbeit, klar, keine Frage. Und schwer auch teilweise, also auch keine Frage. Und absolut beeindruckend, aber noch nicht so groß in dem Sinne. Und ich weiß nicht, also bei meinem Benchmark mit Claude 3, das ich momentan wirklich als das stärkste Modell sehen würde, hat Claude 3, also es gibt 2 Modelle, es gibt Sonnet und es gibt Opus und Haiku, das lassen wir mal außen vor. Aber Sonnet ist das kleinere Modell, das hat große Software, auch wenn es die Eingabemöglichkeit hatte, hat es das nicht verstanden. Nicht annähernd hat es verstanden, was es mit dieser Software anfangen soll. Obwohl die
ich würde sie nicht als groß bezeichnen. 16.000 Zeilen Code ist nicht groß in dem Sinne, sondern es ist vielleicht höchstens Medium, ja. Und Opus hat den Teil verstanden. So, das wird natürlich besser werden, aber die Frage ist, wann, also kommen wir wirklich zu XXL-Projekten, so riesigen Dingern, eine riesige Codebase, die dann auch von KI-Tools verstanden wird. Und dann, klar, natürlich, dann ist Devin auf jeden Fall immer schneller, als jetzt ein Mensch das wäre. Aber eben die Frage ist, wie gut kommt das dann auch auf große Codebasen klar oder kann es die entwickeln? So wie gut kann es eben die Architektur mitbedenken, die Dokumentation mitbedenken? Dazu brauchen wir sehr, sehr viel Eingabe, also jede Menge an Eingabe und gleichzeitig muss es das auch wirklich alles behalten und verstehen. Also da wird es noch eine Weile dauern, bis wir da wirklich sowas Fertiges wahrscheinlich sehen, falls überhaupt, das weiß man ja alles noch nicht. Aber ja, das ist auf jeden Fall noch ein Punkt, den ich euch nicht vorenthalten wollte. Also wegen Devin, das ist jetzt kein fertiges Softwarelösungstool und eure Chefs werden euch jetzt nicht rauswerfen und sagen, hey, Devin, mach das jetzt für dich. So, das wird nicht passieren. Also zumindest noch wird das nicht passieren und dann kommt es immer ein bisschen auf den Chef drauf an. Und dann will ich noch einen letzten Punkt anbringen. Und das ist der Gedanke, okay, wenn wir wirklich, also das war jetzt die Perspektive so, was, wenn sich KI nicht mehr weiterentwickelt, ja? Ist immer noch beeindruckend ohne Ende, keine Frage. Und immer noch ultra hilfreich, was wir schon haben. Und transformierend, das muss man auch sagen. Und es wird unsere Rolle ändern. Aber es ist nicht so bahnbrechend. Wenn wir jetzt aber bedenken, was passiert, wenn KI wirklich weitergeht, ja, also was würde passieren, wenn KI den Weg geht, den viele gerade annehmen, nämlich, dass es halt wirklich besser wird als ein Mensch zum Beispiel und dass es dann halt wirklich irgendwann so große Codebasen vielleicht versteht, so in 2, 3, 4, 5 Jahren, I don't know. Wenn das passiert, dann haben wir aber auch einen ganz entscheidenden, beeindruckenden Vorteil bei Open Source. Ein Beispiel dazu. Nehmen wir einfach mal Photoshop. Ja? Photoshop ist eine Software, die muss ich quasi benutzen. Ich habe keine Möglichkeit, nicht Photoshop zu benutzen, außer ich möchte mich in sowas wie Affinity einarbeiten oder in sowas wie GIMP einarbeiten. Und dann fehlen oftmals Funktionen. Und Photoshop hat an sich auch nicht die Funktionen, die ich brauche. Nicht alle zumindest davon. Man könnte so viel mehr machen. So, aber ich kann nicht, weil es nicht Open Source. Wenn wir das jetzt mal so an Open Source denken, dann könnte man einfach sagen, okay, bau mir Photoshop Open Source. Das wird irgendjemand tun und dann gibt es halt ein paar kleine Tweaks und dann wird einfach alles from scratch geschrieben und dann haben wir einfach ein Open Source Tool, was das kann. So, Software wird dann sehr, sehr günstig werden, beziehungsweise wir werden sehr viel mehr Open Source bekommen. Und dadurch wird natürlich auch diese Community viel, viel stärker wachsen. Open Source Community ist schon jetzt eine große Community und es wird nicht mehr plötzlich erwartet, dass Open Source Entwickler einfach alles nebenbei während ihrer nicht Arbeitszeit, sondern ihrer Freizeit machen, sondern es wird wahrscheinlich dann eher darauf hinauslaufen, dass wir gemeinsam sozusagen pflegen, was muss gemacht werden und dann guckt vielleicht eine KI drüber und versucht es direkt zu fixen. Und das wäre schon irgendwie beeindruckend, weil wir dann plötzlich auch einen ganz anderen Markt für sowas wie Datendiebstahl haben. So, ich meine, Open Source Projekt hat in dem Sinne keinen Bedarf daran, eure Daten zu sammeln. Der einzige Bedarf, den es hat, ist, dass ihr meldet, wenn was schief läuft und naja, die Entwickler das dann halt irgendwie fixen müssen. Meistens braucht man dazu krass viele Sponsoren, weil die Entwickler bezahlt werden müssen und so weiter. Wenn man den nicht mehr so stark braucht, vielleicht einfach nur ein bisschen Stromkosten oder gar sogar sagt, ey, jeder kann das bei sich ausführen und plötzlich wird das einfach hochgeladen als PR, das wäre schon sehr, sehr cool, würde ich sagen. Und würde diesen Open-Source-Gedanken natürlich nochmal aufs nächste Level heben. Und das würde einiges im Internet wieder transformieren. Da drifte ich jetzt allmählich ab in so eine ganz andere Richtung. Aber das sind Zukunftsgebrabbel-Sachen. Für uns Informatiker aktuell ist es natürlich nicht sicher, was passiert, wie es weitergeht und wie stark die Tools noch werden. Das ist eindeutig. Aber nach wie vor, aktuell braucht ihr natürlich auch selbst Kapazitäten, um Devin überhaupt benutzen zu können. Also ihr müsst immer noch nach wie vor was selber fixen können, weil Devin einfach nicht alles reparieren kann. Es kann 13,8% in diesem Benchmark machen. Ich kann keinen eigenen Benchmark machen, weil ich habe das Tool nicht, es ist noch gar nicht da.
Die Sachen, die gezeigt werden, sind natürlich noch nicht ready in dem Sinne. Und wir müssen immer noch selbst darauf achten, was soll überhaupt entwickelt werden, was brauchen wir überhaupt. Da wird wahrscheinlich sich unsere Rolle so ein bisschen ändern in eine Rolle von eine Beratung schon fast, Consulting, da ist es ja auch immer, man arbeitet sich ein Projekt an, man muss verstehen, was ist das Domänenwissen, was brauchen die Kunden, die Auftraggeber, die Leute, die die Software benutzen und versucht das dann alles zu vereinen. Sprich, eigentlich das, was ein Product Owner macht momentan, nur eben in Kombination mit, wir müssen es auch gleichzeitig noch verwalten und natürlich uns um die Pflege von der Dokumentation und alles kümmern. Und selbst wenn Devin euch einen großen Teil der Arbeit abnehmen kann, im Grunde genommen, alles abnehmen, das war das, was viele mir geschrieben haben, sehe ich nach wie vor nicht. Aber was wir definitiv anerkennen müssen, ist einfach, dass sich unsere Arbeit gerade schon ordentlich ändert. Und in welche Richtung das genau geht, ich glaube, das kann derzeit noch niemand sagen. Ja, wie gesagt, ich würde gerne einen Dialog draus machen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was ihr zu sagen habt. Und vielleicht auch wichtig an der Stelle nochmal, ihr seid damit nicht allein. Also jeder, der gerade die KI-Entwicklung verfolgt, denkt sich so, oh shit, was heißt das eigentlich für mich? Was heißt das für meinen Beruf? Ich meine, ich sehe Sora und denke mir, ey, ich mache auch Videos hier, ja. Jeder kann jetzt dann in Zukunft einfach einen Prompt nehmen, kann sich diese Videos generieren, kann vielleicht den Text schreiben lassen, sprechen lassen und schon haben wir quasi einen Influencer, ja, falls man mich unbedingt so bezeichnen möchte. Ich mag die Bezeichnung immer noch nicht, egal. Aber das ist nach wie vor natürlich irgendwie was uns alle betrifft. Softwareentwicklung, IT generell, alles, was mit Text zu tun hat, irgendwelche Verwaltungsaufgaben, sogar Musik ist ja schon betroffen. Darüber habe ich noch kein Video gemacht, das kommt aber wahrscheinlich auch noch. Und da sind wir schon an einem transformativen Punkt. So habe ich es ja schon seit über einem Jahr jetzt genannt. Und es wird sich einiges verändern. Und klar, natürlich müssen wir dann auch mit der Zeit gehen, weil ansonsten, wenn wir stehen bleiben, dann unser Feld ist das Letzte, das stehen bleibt. Das war aber von Anfang an klar. Wenn wir Software entwickeln, wie von vor 20, 30 Jahren noch, dann sind wir einfach nicht wettbewerbsfähig. Das ist einfach normal. Jo, ich bin wie gesagt gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder dann mit dem Claude 3 Benchmark. Außer es passiert nochmal sowas, dann mache ich wieder so ein Meinungsvideo dazu. Und bis dann. Ciao.